Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Webcast hier auf meinem YouTube-Channel. Wie ihr gerade schon gesehen habt, geht es heute um das Thema, wie ihr einen Projektplan von Project for the Web richtig in Microsoft Teams einbinden könnt. Weil das gar nicht so einfach ist und manche vor eine Herausforderung stellt, denn es fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an. Man erstellt einen Projektplan in Project for the Web und möchte den in Teams einbinden und findet dann eventuell den Projektplan gar nicht über die Projektsuche. Oder aber ihr habt in Project for the Web eventuell einen Projektplan erstellt, schon eine Gruppe zugewiesen und möchtet jetzt diesen Projektplan in Teams hinzufügen. Und auch das ist nicht ganz einfach, denn wenn ihr dann den Projektplan sucht, findet ihr den Projektplan auch nicht. Ich werde euch hier heute 3 Wege zeigen. Einmal den Weg von Teams zu Project for the Web. Dann den Fall, ihr habt im Project for the Web ein Projekt erstellt und möchtet den dann in ein Teams einbinden. Und natürlich den dritten Weg, Kuddelmuddel, bedeutet, was müsst ihr machen, wenn ihr auf der einen Seite Project for the Web schon eine Gruppe zugewiesen habt und möchtet diesen Projektplan dann entsprechend in Teams zuweisen. Und das ist dann auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns das Ganze aber mal in der Theorie an, wo eigentlich überhaupt das Problem besteht. Komm on. Schauen wir uns ein wenig die Problematik mal etwas genauer an. Als erstes einmal müssen wir überlegen, aus welcher Richtung soll der Projektplan eingebunden werden. Das heißt, wir haben hier 2 Richtungen, logischerweise. Einmal von Microsoft Teams wollen wir Project for das Web einbinden. Oder wir haben Project for the Web, einen Projektplan erstellt und wollen den einer Gruppe in Microsoft Teams zuweisen. Diese 2 Versionen haben wir ja. Wenn wir in Microsoft Teams ein Team erstellen, dann gehen wir normalerweise so vor, dass wir ein Team anlegen, dementsprechend die Benutzer ja zuweisen, dem Team und abschließend noch einige Konfigurationen vornehmen, wie zum Beispiel Berechtigungen anpassen oder ein benutzerdefiniertes Icon hinzufügen oder andere Einstellungen. Was passiert im Hintergrund? Hierbei wird dann im Azure AD eine sogenannte Office 365 Gruppe angelegt. Ja, und die Teammitglieder werden logischerweise hier der Gruppe hinzugefügt. Wichtig dabei ist, dass jede Gruppe eine sogenannte Objekt-ID besitzt, dem logischerweise auch die zugehörigen Features zugeordnet werden können. Wenn wir jetzt im Project for the Web ein Projekt anlegen, dann gehen wir folgendermaßen vor. Wir klicken uns eine Project Web an, klicken auf Hinzufügen, vergeben dem Projekt einen Projektnamen, fangen mit der Strukturierung an und weisen dem Projektleiter logischerweise hier jetzt auch noch den Projektleiter hinzu. Was wichtig ist, hierbei wird keine Office 365 Gruppe erstellt, sondern lediglich das Projekt in den Dataverse gespeichert. Das heißt, wir haben keine direkte Verbindung von Project for the Web zu der existierenden Teams-Gruppe, die wir aber benötigen, um den Plan eventuell einem Team zuzuweisen. Damit das Ganze funktioniert, ist es so, dass wir als erstes logischerweise jetzt diese Gruppe dem Projektplan zuweisen müssen, damit auch Project for the Web mit der Gruppe verlinkt wird und somit quasi Microsoft Teams, wenn ich auf das App klicke, auch den dazugehörigen Projektplan in der Suche findet. Vorher funktioniert das Ganze nämlich nicht. Was mache ich jetzt aber, wenn ich auf der anderen Seite schon einen Projektplan erstellt habe und der Projektleiter hat eine individuelle Gruppe in Project for the Web hinzugefügt, nämlich dann werden nicht nur die Ressourcen dem Projektplan zugewiesen, die ich gerne verplanen werde. Nein, es wird hierzu auch eine Office 365 Gruppe im Azure AD angelegt. Und diese erhält logischerweise eine neue Objekt-ID gegenüber der Objekt-ID auf der linken Seite, die wir zuvor angelegt haben. Hierbei ist das Szenario genauso. Den Projektplan können wir dann nicht mehr über die Suche finden, weil wenn wir in der Gruppe von Flinker Fuchs sind und würden den Projektplan finden, würde er das nicht finden, weil auf der rechten Seite die neue Gruppe Flinker Fuchs Ausschreibung existieren würde und die würden sich logischerweise auch nicht mehr matchen.
Das heißt, in dem Fall hättet ihr nur eine Möglichkeit. Wenn ihr das so haben wolltet, müsstet ihr entweder die Gruppe Flinker Fuchs Ausschreibung von Project for the Web in Teams integrieren. Dann hättet ihr auch die Möglichkeit, hier direkt den Projektplan zuzuweisen. Wärt ihr auf der linken Seite allerdings das Projekt in Flinker Fuchs, ja, dann müsstet ihr wirklich Project for the Web eventuell eine Kopie von erstellen und dann dem Projekt die entsprechende Flinker Fuchs Gruppe zuweisen und somit würdet ihr auch dann wieder das Projekt in der Suche finden. Ganz wichtig, viele machen den Fehler und klicken dann in der Suche auf Neues Projekt erstellen und auf diesen Button solltet ihr grundsätzlich nicht klicken. Warum? Hierbei wird auch automatisch eine neue Gruppe im Azure AD angelegt. Das heißt, auch hier wird wieder eine neue Objekt-ID vergeben. Und der Projektplan wird dann dieser Gruppe zugewiesen. Das ist schon mal zwar ganz schön, weil dann haben wir in Teams auch automatisch diese Gruppe mit drin. Allerdings können wir dann diesen Projektplan auch wiederum nicht in der Flinken Fuchs Gruppe finden, weil da auch die Objekt-ID logischerweise nicht mit der anderen Objekt-ID wieder übereinander gelegt werden kann. So, nachdem wir jetzt in der Theorie mal geschaut haben, wo das Problem eigentlich herrührt, werden wir uns jetzt damit beschäftigen, wie ihr eine bestehende Teamsgruppe in Project for the Web in eurem Projektplan berechtigen könnt und somit später logischerweise den Projektplan in Teams einbinden könnt. Ich werde sehr oft gefragt, welche Lizenzen werden eigentlich überhaupt benötigt, um Project for the Web in Teams einzubinden. Hier gibt es logischerweise ja unsere bekannten 3 Lizenzen, P1, P3 und P5, also alle 3 Lizenzen dürfen das und ganz wichtig, dürfen dann in Teams auch editieren. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen Mitarbeiter habt, der zum Beispiel einen Fertigungsgrad zurückmelden möchte, dann braucht er mindestens eine P1-Lizenz. Innerhalb eures Office 365 Lizenzmodell gibt es aber auch eine sogenannte Project for Office Lizenz. Die könnt ihr ganz normal mit anhaken. Die ist dafür gedacht, wenn ihr Teammitglieder habt in einer Gruppe und die sollen dann nur auf den Projektplan lesen zugreifen, dann reicht diese Lizenz aus, um nur den Projektplan einzusehen. Diese Mitarbeiter können aber keine Änderungen innerhalb eines Projektplans eintragen. Okay? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das nächste Beispiel mal an und gehen auf den Rechner. Ab geht's. Schauen wir uns das ganze Problem ein wenig genauer an. Karl hat innerhalb von Project for the Web einen Projektplan mit dem Namen Flinken Fuchs Ausschreibung angelegt, hat den Projektplan ein wenig strukturiert und hat sich selber 2 Arbeitspakete als Ressource zugewiesen. Diesen Projektplan möchte er jetzt ganz gerne innerhalb mit den Teams-Membern teilen, damit jeder Einsicht auf den Projektplan erhält. Hierzu hat er innerhalb von Teams ein Team angelegt und möchte jetzt gerne den Projektplan im Channel allgemein einbinden. Hierzu klickt er im oberen Bereich auf Registerkarte hinzufügen und wählt unter den Optionen Project aus. Wie ihr erkennt, wird euch das Projekt hier jetzt nicht vorgeschlagen, dass ihr es sofort einbinden könnt. Bitte denkt dran, klickt jetzt hier nicht auf Neues Projekt erstellen, weil dadurch wird eine neue Gruppe erstellt innerhalb von Teams und das wollen wir jetzt ja gerade vermeiden. Wie gehe ich also jetzt als nächstes vor? Als erstes müssen wir innerhalb von Project entsprechend die Teams-Gruppe als Gruppe hinzufügen. Hierzu klickt ihr auf Gruppenmitglieder und wählt jetzt hier zu einer Gruppe hinzufügen aus. Wählt im Kontextmenü die entsprechende Gruppe aus. In meinem Fall wäre das die Gruppe Flinker Fuchs und wählt einfach hinzufügen. Wenn ihr jetzt erneut auf Gruppenmitglieder klickt, könnt ihr erkennen, dass die Gruppe dementsprechend auch dem Projektplan zugewiesen ist. Wechseln wir zurück nach Microsoft Teams. In Teams wählen wir jetzt erneut den Channel allgemein, klicken wieder auf Registerkarte hinzufügen, klicken auf Project und wie ihr erkennen könnt, wird euch jetzt der Projektplan Flinker Fuchs Ausschreibung angezeigt. Diesen wählen wir aus und klicken auf Speichern. Der Projektplan wird jetzt entsprechend der Gruppe zugewiesen und die Gruppenmitglieder können jetzt hier
auf den Projektplan zugreifen. Stellt sich jetzt natürlich die Fragestellung, wie gehe ich vor, wenn ich schon einen Projektplan erstellt habe, aber ich habe in Microsoft Teams noch gar keinen Teams bzw. keinen Channel angelegt, wo ich meinen Projektplan drin einbinden möchte. Und das werden wir uns jetzt mal ansehen. Das heißt, wir werden jetzt auf der einen Seite einen Projektplan erstellen, in dem Projektplan eine Gruppe anlegen und diese Gruppe wollen wir logischerweise dann in Teams weiterverwenden und dann den Projektplan in dem Team bzw. in dem Channel einbinden. Und das schauen wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Auf geht's! Um euch dieses Szenario einmal darzustellen, habe ich in Project for the Web ein weiteres Projekt angelegt, das Projekt Adlerhorst. Und diesem Projekt wollen wir jetzt einfach aus Project for the Web eine Gruppe zuweisen. Hierzu öffne ich einmal das Projekt. Ihr könnt erkennen, dass ich jetzt auch hier eine kleine Strukturierung vorgenommen habe. Und ja, wenn ich jetzt eine weitere Ressource dem Projekt zuweisen möchte, habe ich nur die Option, mich persönlich als Karl Müller hier dem Projekt zuzuweisen. Würde er eine Suche machen, hier zum Beispiel meinen Namen suchen, würde er mich zwar finden, aber sobald ich jetzt auf diesen User draufklicke, bittet er mich auch, eine Gruppe anzulegen. Ebenfalls könnt ihr eine Gruppe über das Gruppenmenü im oberen rechten Bereich erstellen. Das heißt, wenn ihr hier auf Gruppenmitglieder klickt, wird euch einmal die Option hier angeboten, wie im ersten Teil, eine Gruppe auszuwählen aus einer bestehenden Gruppe, oder ihr könnt auch hier eine weitere Gruppe erstellen. Das wollen wir jetzt einmal machen. Wir wählen einfach die Gruppe Adlerhorst aus, gebe jetzt hier noch eine Beschreibung ein. Im Übrigen solltet ihr diese Beschreibung auch eingeben, weil es dann für den Administrator später leichter ist zu erkennen, um was für eine Gruppe es sich wirklich handelt. Dann haben wir einmal die Option, den Datenschutz anzugeben, und ich habe bei mir innerhalb meines Tenants das Labeling aktiviert. Das heißt, ich gebe jetzt einmal die Option extern an und ich möchte weitere Teammitglieder hinzufügen, und zwar jetzt in dem Fall mich als User Torbla. Und ich möchte logischerweise unseren Willi Plum zuweisen und logischerweise die Uschi. So, bestätige das Ganze. Was passiert jetzt im Hintergrund? Einmal haben wir die Gruppenmitglieder innerhalb unseres Projektes in der Gruppe Adlerhorst freigegeben, und ich habe jetzt auch hier die Option, jeweils die Gruppenmitglieder den einzelnen Task zuzuweisen. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal bei Microsoft Teams an. Ich bin jetzt in Microsoft Teams. Als nächstes schauen wir uns einmal an, ob wir jetzt diesen Projektplan in einer anderen Gruppe finden würden. Das heißt, ich würde jetzt einfach hier mal auf unsere Testgruppe Ausschreibungen gehen, gehe jetzt auf Allgemein und möchte jetzt hier in dieser Gruppe dementsprechend den Projektplan hinzufügen. Gehe ich jetzt hier auf weitere Registerkarten, wähle in dem Menü einmal Project aus, wird auch mir hier logischerweise kein Projektplan angezeigt werden. Warum? Weil wir jetzt eine weitere Gruppe erstellt haben, die eine ganz andere Objekt-ID hat, wie die Gruppe, die wir hier gerade ausgewählt haben. Was wir jetzt machen können, ist direkt aus der Gruppe aus Project for the Web ein Team erstellen. Das heißt, wir gehen auf Team beitreten oder erstellen, wähle jetzt hier in dem Fall Team erstellen aus, gehe auf aus einer Gruppe, wähle hier Office 365 Gruppe aus, und wie ihr seht, wird mir jetzt hier auch die Gruppe Adlerhorst angeboten. Die selektiere ich, bestätige das Ganze mit Erstellen, und mir wird jetzt hier auf der linken Seite entsprechend die Gruppe erstellt. Schauen wir uns einmal die Mitglieder der Gruppe an. Sehen wir einmal mich als Karl Müller, als Besitzer, und logischerweise die Ressourcen, die ich auch dem Projektplan hinzugefügt habe. Fügen wir jetzt den Projektplan dem Channel Allgemein hinzu. Dazu klicke ich jetzt einfach auf Allgemein, wähle dann wieder Registerkarte hinzufügen aus. Gehe auf Suche, wähle Project
gehe auf Hinzufügen. Dementsprechend wird mir jetzt auch der Projektplan Adlerhorst angeboten. Den selektiere ich und bestätige das Ganze mit Speichern. Hier wird mir jetzt auch dementsprechend mein Projektplan in der Gruppe angeboten. So, eigentlich wären wir jetzt fast durch. Wir haben auf der einen Seite unseren Team-Channel erstellt und haben diesen Teams-Channel dann in Project for the Web integriert. Und wir haben einen Projektplan im Project for the Web erstellt, haben dort eine Gruppe erstellt und haben diese Gruppe dann in Teams hinzugefügt und dementsprechend den Projektplan dann in Teams eingebunden. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Variante und ich nenne die immer die Kuddelmuddel-Variante, denn es kann ja sein, dass der User oder der Projektleiter auf der einen Seite einen Projektplan erstellt hat in Project for the Web und hat dementsprechend schon ein Team generiert und möchte jetzt diese bestehende Gruppe in eine schon bestehende Teams-Gruppe integrieren in Microsoft Teams. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Auf geht's. Schauen wir uns im letzten Step einmal an, was wir jetzt tun müssen, wenn wir in Microsoft Teams ein Team schon erstellt haben und in Project for the Web, dem Projektplan, entsprechend schon eine Gruppe zugewiesen haben. Das ist ja das dritte Szenario, was eventuell bei euch vorkommen kann. Hierzu habe ich einfach die Gruppe Kuddelmuddel erstellt und wir wollen jetzt aus dem vorherigen Teil den Projektplan aus der Gruppe Adlerhorst dem Projekt Kuddelmuddel zuteilen. Wenn wir jetzt auf die Registerkarte gehen, können wir leicht erkennen, unter Project, dass kein Projektplan gefunden wird. Wir erinnern uns, ist klar, weil er jetzt momentan der Gruppe Adlerhorst angehört, wird er uns hier in der Suche nicht angezeigt. Wir schauen uns auch noch mal ganz kurz die entsprechenden Ressourcen an innerhalb dieser Gruppe. Hierzu wähle ich einfach mal Team verwalten. Und wir sehen hier, dass ich, Karl Müller, einmal der Besitzer bin und dass ich 2 weitere Gäste habe. Wichtig für euch, wenn wir diese Gruppe nachher dem Projektplan zuweisen, sind die Teammitglieder nicht automatisch in den Projektplan integriert. Hierzu wurde extra von Seiten Microsoft diese Lizenz Project für Office implementiert bei allen Office 365 Lizenzen. Das heißt, die bekommen dann einmal nur Leseberechtigungen auf dem Projektplan und können über Teams nur die Termine einsehen. Die können keine Rückmeldung machen, gar nichts, aber sie können dann quasi einsehen. Wenn ihr Ressourcen nachher in dem entsprechenden Projektplan zuweisen wollt, dann müsst ihr das wirklich in Project for the Web nochmal extra machen. Das heißt, dass dann auch diese Ressourcen verplant werden können und natürlich benötigen die auch dementsprechend dann die Berechtigungen, um eventuelle Änderungen an den Arbeitspaketen durchzuführen. Okay, das soll es aber jetzt hier in Teams erstmal gewesen sein. Wir wechseln einfach mal auf Project for the Web und öffnen das Projekt Adlerhorst. Als nächstes werden wir von dem Projekt Adlerhorst eine Kopie erstellen, weil dadurch wird automatisch die Gruppe, die hier zugewiesen ist, entfernt. Das heißt, ihr geht auf der rechten Seite oben auf das Menü und wählt in dem Fall einmal Kopie erstellen. Achtung, sobald ihr diese Kopie erstellt, wird im Azure AD automatisch dementsprechend auch eine Gruppe angelegt. Das heißt, ihr wollt jetzt logischerweise erstmal den Namen ändern und zwar geben wir jetzt hier den Namen Kuddelmuddel ein. So, Kuddelmuddel. Das heißt, wir haben den Projektplan jetzt hier den Namen geändert und als nächstes wollen wir jetzt dementsprechend eine Gruppe zuweisen. Und zwar logischerweise die Gruppe Kuddelmuddel, die ich jetzt schon in Microsoft Teams erstellt habe. Hierzu gehe ich wieder auf Gruppenmitglieder, wähle in dem Fall zu einer Gruppe hinzufügen und wähle jetzt hier in dem Dropdown-Menü die Option Kuddelmuddel. Ich bestätige das Ganze mit hinzufügen. So, jetzt wurde die Gruppe hier zugewiesen, aber wie ihr erkennt, sind keine Mitglieder da drin. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier auf Zuweisen gehe, werde ich nur als Karl Müller angezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt logischerweise dementsprechend noch der Gruppe hier im Projektplan als Ressource zuweisen. Hierzu gehe ich auf Gruppenmitgliedschaft und wähle jetzt ebenfalls hier einmal die Uschi aus. Und ich wähle hier einmal in dem Fall den Karl aus. Und ich wähle noch einmal den Willi Blum aus.
So, jetzt habe ich 3 Ressourcen dem Projektplan hinzugefügt. Jetzt wechseln wir wieder in Teams. Und ihr könnt hier sehr schön jetzt auch noch erkennen, weil wir jetzt ja noch die Ansicht haben, dass zum Beispiel Karl nicht dem Team der Teamsgruppe hinzugewiesen wurde, aber Berechtigungen in Project for the Web hat. Okay, wir gehen jetzt hier auf Allgemein. Ich gehe jetzt hier in dem Fall auf Registerkarte hinzufügen, wähle einmal wieder das Add Project aus. Mir wird jetzt wieder der Projektplan Kuddelmuddel angeboten und ich sage einmal Speichern. So. Nun haben wir den Projektplan aus der Gruppe Adlerhorst auch in der Gruppe Kuddelmuddel angeboten, mit neuen Ressourcen, aber mit der gleichen Struktur. So, das soll es jetzt hier von meiner Seite aus wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was lernen und habt ein bisschen was mitgenommen. Teams ist ja mittlerweile eine sehr starken Plattform geworden, allgemein in den Unternehmen und logischerweise dann auch für die Projektkommunikation. Und aus dem Grund werde ich das ganze Thema Teams zum Thema Projektmanagement hier auch weiter ausbauen. Ja. Sollte euch das Video gefallen haben, dann hinterlasst mir doch gerne ein Like oder noch besser, wo ich mich mega drüber freuen würde, lasst auch gerne einen Kommentar in den Shownotes, weil es für mich logischerweise dann auch immer ein bisschen einfacher ist, die Themen im nächsten Video für euch so ein bisschen abzustimmen. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt gewesen sein. Ich bin raus, euer Blanky. Ciao.